der Befehl war, alle Appell zu stehen und losgehen. Von hier in eine unbekannte Richtung, ja, also in die Wälder, also auf den Todesmarsch, was wir damals noch nicht gewusst haben, aber niemand hat gewusst, wohin es geht. Aber man konnte sich vorstellen, und man hat schon auch gespürt, dass es irgendwie zu Ende geht, weil die Front sich deutlich näherte. Und dann sind Sie da geblieben in der Revierbaracke und dann war die Befreiung. Richtig. Richtig. An den Moment erinnern? Absolut. Also das Erste, was ich wahrgenommen habe, dass sich die Männer erstens einmal war ein Soldat, ein russischer Soldat, der auf die Mauer übersprungen hat. Und habe ich das erste Mal einen russischen Soldaten gesehen und hat Pobjeda, Pobjeda gerufen, also ist Sieg, ja? Pobjeda heißt Sieg auf Russisch. Und gleich nach ihm sind noch mehrere russische Soldaten gekommen, haben geschrien, ja, ihr seid frei. Also haben sich alle eigentlich auf das Nahrungslager gestürzt, wo sagen wir, Brot und andere Lebensmittel neben der Küche aufbewahrt wurden. Und dadurch sind auch manche gestorben, weil sie nach jahrelangem Hunger oder nach monatelangem Hunger plötzlich so viel gegessen haben, wie sie konnten. Und das hat der Körper nicht vertragen. Also das war die Befreiung. Also kann ich mich sagen, ganz genau an diesen Moment erinnern. Aber dann haben uns die Russen gesagt, ja, ihr müsst weg, so bald wie möglich, weil die Front kann hier und zurück gehen und da können noch die Deutschen zurückkommen. Dann geht es weg in diese Richtung, nach Osten. Da sind wir eben gegangen, nach Osten, zu Fuß, durch diese Wälder hier und Städtchen. Und da war es auch sehr abenteuerlich. Zum Beispiel in einem dieser wahrscheinlich sehr nahen Städten, weil weit konnten wir gar nicht gehen. Und immer wieder haben uns die Russen daran erinnert, geht weiter, es ist hier nicht sicher. Die Wälder waren voll Leichen und von Menschen und von Pferden. Wahrscheinlich die Überreste von den Kampftätigkeiten oder auch von den Todesmärschen. Und dann sind wir in irgendein Städtchen oder ein Dörfchen gekommen, wo angeblich haben sich die hier ansässigen Menschen auch vor den Russen gefürchtet. Und deswegen sind sehr viele weggelaufen. Und das waren so Geisterstädtchen, Geisterdörfer, die menschenleer waren. Und wir hatten irgendeine Villa gesehen von einem Doktor. Es stand Dr. X. Das war wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Doktor, sehr reicher Mensch, muss gewesen sein, weil da hat er so ein kleines Palast gehabt. Und dort sind wir eingedrungen. Es war dort ein Gefährt, so eine Droschke, eine sehr, sehr schöne, und ein Pferd. Und außerdem war ein Keller, den wir entdeckt haben, und im Keller war eine sagen wir, Vorlage für einen Atomkrieg würde sie reichen. Sehr viele wunderbare Konserven und Jams und was weiß ich, Konfitüren und alles Mögliche. Ja. Und verhungert, so wie wir waren, haben sich die alle auch drauf gestürzt. Dann sind die Russen gekommen und die Russen also in dieses Haus
haben sich den Frauen angenommen. Plötzlich kam ein Offizier und die wollten Wodka oder sowas haben. Also erstens wussten wir nicht, wo Wodka ist, dann haben sie Kölnisch Wasser gefunden und getrunken, weil es auch ein Alkohol ist. Und halb betrunken wollten sie irgendwie die Frauen erobern. Und plötzlich kam ein Hauptmann, ein russischer, und hat gefragt, was tut ihr hier? Woher seid ihr? Da haben irgendwelche Menschen dort gesagt, ja, wir waren 3 Familien. Hat jemand gesagt, ja, wir sind aus dem Lager und wir sind Juden. Und er war auch Jude. Da hat er irgendwie auf Jiddisch mit ihnen gesprochen und die Russen, also die Soldaten, hat er befohlen, sofort weg von hier, los, dass ihr sollt hier überhaupt die Menschen nicht, die Frau nicht anrühren. So hat er uns auch gerettet. Wir hatten nach einigen Tagen, wo wir uns dauernd ermahnt haben, sie sollen das Haus verlassen, haben wir eben diese Droschke und das Pferd genommen und weitergefahren, also durch die Wälder. Nach einigen Kilometern haben uns die Russen das Pferd weggenommen. Und dann haben die Männer dann weiter als Pferde sich verkleidet und das Gefährt weitergeschleppt und die Frauen, die sind drauf gesessen. Ja? So sind wir zum nächsten Städtchen gekommen. Und so langsam bis zur polnischen Grenze, zu Frankfurt an der Oder und dann nach Polen weiter.